Tonight we're going to talk about the aging brain. Wir wollen uns heute Abend über das alternde Gehirn unterhalten. How life changes our brain. Wie das Leben unser Gehirn verändern kann. The overview, we're going to look at first normal brain development. Im Überblick wollen wir uns zuerst mit normaler Gehirnentwicklung beschäftigen. What aging is and what accelerates it. Was der Alterungsprozess ist und was ihn beschleunigt. How aging affects the brain. Wie das Altern das Hirn beeinflusst. Then we're going to look at pathological aging or dementia. Dann wollen wir uns mit pathologischem Altern beschäftigen oder mit der Demenz. And then some things we can do to slow the aging process. Und dann wollen wir uns anschauen, was wir tun können, um den Alterungsprozess zu verlangsamen. In the United States there's a TV game show called Jeopardy. In den Vereinigten Staaten gibt es ein Fernseh-Quiz-Show mit Namen Jeopardy. Is anybody familiar with that show? Kennt jemand diese Show? Yeah, this is a quiz show where they ask trivia questions. Es werden Wissensfragen gestellt. And the top two winners in the history of the show Und die besten und erfolgreichsten Teilnehmer dieser Show were recently competed against a computer named Watson. Es wurde veranlasst, diese zwei Männer gegen ein Computerprogramm mit Namen Watson einen Wettkampf zu veranstalten. The computer was built by IBM. Der Computer wurde von der Firma IBM gebaut. And this was the great test of the human brain versus a computer. Und das war einer der großen Tests des menschlichen Gehirns gegen ein Computergehirn. And in the end, the computer won the game. Am Ende hat der Computer gewonnen. But what was this computer made of? Woraus besteht dieser Computer, Watson? This was a 90 IBM individual 750 power servers, 90 of them. Es wurden 90 einzelne Server mit einer Gesamtleistung von 750 gebaut. And each one of the 90 servers had 2,880 processors. Und jeder der 750 Server beinhaltete 2880 Prozessoren. And each processor contained 1.2 billion transistors. Und jeder Prozessor beinhaltete 1,2 Milliarden Transistoren. And totally, there was 16 terabytes of RAM, or memory. Die Gesamtleistung dieses Computers betrug 16 Terabit. It's estimated that this computer was about 80% efficient to the human brain. Es wurde eingeschätzt, dass dieser Computer ungefähr 80% Leistung eines menschlichen Gehirns erbringen kann. Now on the left is actually the picture of Watson. Auf der linken Seite sehen wir das Bild von Watson. It was all of these servers taking this very large space that you can see. Diese Untersuchungen haben den gesamten Raum eingenommen, den Sie hier sehen können. And on the right is the human brain. Und auf der rechten Seite sehen wir das menschliche Gehirn. Which would you prefer? Welches davon würden Sie bevorzugen? Well, this puts it in perspective. Do you see the human brain in the picture? Damit wir einen Größenvergleich erreichen können, sehen wir hier das menschliche Gehirn auf diesem Bild. You see, the human brain weighs about 2 to 3 pounds. Das menschliche Gehirn wiegt circa 2 bis 3 Pfund. While Watson won the game, auch wenn Watson den Wettkampf gewonnen hat, Watson can't move around. Kann Watson sich nicht bewegen. Watson can't see or feel or taste. Er kann nicht fühlen oder sehen oder schmecken. Which do you think is more complex, Watson or the human brain? Was glauben Sie? Welcher Apparat ist komplexer, Watson oder das menschliche Gehirn? The human brain, yes. Ja, das menschliche Gehirn. And do we think that Watson appeared on the scene by chance? Glauben wir, dass Watson durch Zufall entstanden ist? Or did it take a team of human designers over decades to build him? Oder hat es ein Team von Designern erfordert, die ihn jahrzehntelang bauen? The human brain has over 100 billion brain or nerve cells. Das menschliche Gehirn hat über 100 Milliarden Nervenzellen. And over 1 trillion supporting cells that keep the nerve cells healthy. Und über 1 Billion unterstützende Zellen, die helfen, das Gehirn gesund zu erhalten.
Each brain cell has up to 10,000 connections to other cells. Jede Gehirnzelle hat bis zu 10.000 Verknüpfungen zu anderen Zellen, which is 40 quadrillion interconnections. was gesamt 40 Billiarden Verknüpfungen ergibt. The human brain holds about 1.25 terabytes of data. Das menschliche Gehirn kann bis zu 1,25 Terabit an Daten speichern. Which is more than Watson. Das ist mehr als Watson. It performs about, if you're computer literate, it performs approximately 100 teraflops of information. Für die Computerfachmänner unter Ihnen, das kann ungefähr 100 Teraflops ausüben. Yes, Watson holds 1 terabyte of information, 1 terabyte of data and performs at 80 teraflops. Und währenddessen kann Watson 1 Terabit of Daten speichern und nur 80 Teraflops ausüben. And what a teraflop is the ability to perform 1 trillion individual calculations per second. Ein Teraflop bedeutet, dass man 1 Trillion Operationen in einer Sekunde ausführen kann. So the human brain, 3 pounds, significantly more complex than Watson. Mit seinen ganzen 3 Pfund ist das menschliche Gehirn dennoch viel, viel komplexer als dieser Riesencomputer. Think about the incredible engineering that went into the human brain. Denken Sie mal darüber nach, was für eine unglaubliche Ingenieurleistung dahinter stecken muss. This is a picture of a neuron, Das ist das Bild einer Nervenzelle. the cell body, Hier befindet sich der Zellkörper, the axon, das Axon, and the dendrites that connect to other neurons. und das sind die Dendriten, die Nervenzelle mit anderen Zellen verbinden. Yes. The brain weighs about 3 pounds, which is 1 to 2% of the body weight. Das Gehirn macht lediglich 1 bis 2% des Körpergewichtes aus, But uses 20% of the body's energy. verbraucht aber 20% der Körperenergie. This is a actual biopsy of a human brain. Das hier ist ein Querschnitt durch das menschliche Gehirn. The outer layer, which is a little bit darker, Die äußere Schicht, die etwas dunkler erscheint, is called the cortex. nennt man Rinde. And this is where the thinking cells or neurons are. Und dort befinden sich die Denkzellen oder auch Nervenzellen. The light or white areas, Die etwas hellere Substanz, this is all the white matter connecting fibers in the brain. das sind die Verbindungselemente im Gehirn. When I was in medical school, Als ich Medizin studierte, this is what a brain biopsy looked like on a microscope. hat so ein Schnitt durch ein Gehirn ausgesehen. This is what it looks like today. Und heute sieht das so aus. You can see with the staining techniques all the individual cells. Mit den moderneren Einfärbetechniken kann man die verschiedenen Zellen besser And erkennen. you see all the fibers going away from the cells, Und man sieht auch die Fasern, die von diesen Zellen weggehen, which allow the cells to communicate with each other. was den Zellen erlaubt, untereinander zu kommunizieren. Another view of neurons and their fibers. Hier ist noch eine Ansicht von den Nervenzellen mit ihren Verbindungen. This is just another picture, actual micrograph of a neuron. Das ist nur eine andere Darstellung einer Nervenzelle. And in this one, you can actually see the nucleus where the DNA is in the. Hier kann man sogar den Zellkern mit der dort enthaltenen DNA sehen. This is a graphic of a nerve cell. Das hier ist eine grafische Darstellung einer Nervenzelle. Just showing, I'm taking you down to show you the complexity. Ich möchte nur einige Schritte zeigen, um die Komplexität hier darzustellen. We have the brain. Wir haben das Gehirn, We have gray cells and white cells. wir haben weiße Substanz und graue Substanz, There's lots of connections between the cells. viele Verbindungen zwischen den Zellen, But then inside the cell, aber innerhalb der Zelle there's a whole bunch of machinery ist ein ganzer Maschinenapparat, that produces proteins, der Proteine herstellt, enzymes, Enzyme, neurotransmitters or brain chemicals, Neurotransmitter und andere Chemikalien, Gehirnchemikalien. produces electrical energy Elektrische Energie wird produziert, so that the brain cells can talk to each other. sodass die Gehirnzellen miteinander sprechen können. And inside the neuron, this is actually a micrograph of an axon. Das ist eine Mikrodarstellung eines Axons. And these microtubules are like scaffolding inside the neuron to hold it together and give it structure.
Diese Mikrotubuli befinden sich innerhalb der Nervenzelle, um ihr eine innere Struktur zu verleihen. And we'll come back to talk about those later when we talk about dementia. Und wenn wir uns nachher über Demenz unterhalten, werden wir auf dieses Thema zurückkommen. And this is just to take you one step even deeper inside the neuron is the nucleus, Hier gehen wir noch einen Schritt tiefer in den Zellkern, where the DNA is contained. wo sich die DNA befindet. And the DNA is contained in chromosomes. Und die DNA oder DNS enthält Chromosomen. And the chromosomes are the DNA code Und diese beinhalten den DNA-Code, wrapped around histones, welcher um Histonen herumgewickelt ist, which is packed into chromatin, which is packed into chromosomes. welches in Chromatin verpackt ist und dieses wiederum in die Chromosomen. So, normal brain development. Also die normale Gehirnentwicklung. The human brain is so complex that over half of our genes are coding for the brain. Das menschliche Gehirn ist so komplex, dass mehr als die Hälfte unseres Erbguts das Gehirn kodieren. More than twice as many neurons are produced during development that are eventually used by the brain. Mehr als zweimal so viele Neurone werden produziert, als man schlussendlich braucht. During fetal development, there's periods of time when 50,000 neurons are produced per second. Während der Fetalentwicklung werden 50.000 Neuronen pro Sekunde produziert. From birth until 8 years of age, the brain goes through massive remodeling. Vom Geburt bis zum Alter von 8 Jahren unterläuft das Gehirn massive Umbauvorgänge. At infancy, an infant will have millions of neurons more at birth than that child will have by the time it's 8 years of age. Ein Kleinkind hat Millionenmal mehr Nervenzellen, als wenn es dann 8 Jahre alt ist, das Kind. For the first 8 years of life, the brain is busy killing off neurons. In den ersten 8 Jahren ist das Gehirn damit beschäftigt, Nervenzellen zu töten. Now, at first, this doesn't sound too good. Das klingt nicht besonders gut am Anfang. But consider Michelangelo's block of marble. Aber stellen Sie sich mal vor, wie der Marmorblock von Michelangelo aussah. Before he gets it and after he's done with it. Also zu Anfang seiner Arbeit und wenn er mit seiner Arbeit fertig ist. When he's done, he has less marble, right? Wenn er mit der Arbeit fertig ist, gibt es weniger Marmor an diesem Block. But now he has a masterpiece. Aber jetzt hat er ein Meisterstück. The brain comes into the world prepared to be acted upon by education, environment, experience. Das Gehirn kommt in diese Welt und ist bereit, dass es geformt wird durch Erziehung und Erfahrung. Neurons which are being used are expanded. Nervenzellen, die benutzt werden, wachsen. Well, they will branch out more neuron-to-neuron connections. Es werden mehr Verzweigungen gebildet. And the circuits will grow stronger. Und die Kreisläufe werden stärker. But neural circuits which are not being used, aber Schaltkreise, die nicht benutzt werden, the brain will delete. Wird das Gehirn auslöschen. This is why the first 8 years of life are so critical. Deswegen sind die ersten 8 Jahre des Lebens sehr entscheidend. Because it really lays down a framework for brain neural circuitry. Es wird Rahmenbedingungen werden geschaffen für die Gehirnschaltkreise. That we build on for the rest of our lives. Und auf diesen bauen wir den Rest unseres Lebens auf. There's a second wave of neurogenesis, or the production of neurons, that peaks in girls at age 11 and boys in age 12. Eine zweite Welle der Gehirnentwicklung hat ihren Höhepunkt bei Mädchen im Alter von 11 und bei Jungen im Alter von 12 Jahren. And then after this wave of new neurons, the brain gets busy pruning those back again. Und nach dieser neuen Welle von Nervenzellen ist das Gehirn damit beschäftigt, diese wieder zu ordnen. And you can guess that this second wave of neurons that are produced, und Sie können sich vorstellen, diese zweite Welle von Nervenzellen are just in time for the child to go through puberty. Werden rechtzeitig gebildet, wenn das Kind in die Pubertät kommt. And help them develop themselves in their sexual identity. Und da wird auch die geschlechtliche Identität festgestellt. The white matter maturation, and the white matter produces cells that protect the neurons and help communication. Die weiße Masse des Gehirns stellt Zellen dar, die das Gehirn beschützen und die Kommunikation erleichtern. First completes it in the back of the brain and finally finishes in the front of the brain at age 25. Es wird von der Rückseite des Gehirns bis vorne gebildet und ist mit 25 Jahren zu Ende gekommen. That's why teenagers don't make good decisions.
Das ist einer der Gründe, warum Teenager keine guten Entscheidungen treffen können. Because our good decision making comes out of the prefrontal cortex. Denn die vernünftigen Entscheidungen werden im Vorderhirn getroffen. And that part of the brain doesn't finish developing until we're 25. Und dieser Teil des Gehirns wird ungefähr mit 25 Jahren zu Ende entwickelt. When teenagers were asked to identify emotions from pictures, Als man Teenager fragte, dass sie zur Identifizierung von Emotionen etwas sagen, young teens activated their emotion centers, aktivierten junge Teenager ihre emotionalen Gehirnzentren, but the older teens activated their thinking or prefrontal cortex während ältere Teenager ihr Vorderhirn aktivieren, because it had been myelinated or developed. weil dieser Teil dann auch entwickelt wurde. Now I want to tell you a little bit about brain proteins called neurotrophic factors. Ich möchte ein bisschen über Gehirnproteine reden, die nennt man neurotrope Faktoren. You should think of these as fertilizers for your neurons. Sie müssen sich das wie Dünger für die Nervenzellen vorstellen. When these proteins communicate or hit a neuron, they will cause the neuron to grow stronger. Wenn diese Stoffe auf eine Nervenzelle auftreffen, veranlassen sie diese Nervenzelle zu einem stärkeren Wachstum. It will branch out connections faster and easier. Die Zelle entwickelt schneller ihre Verzweigungen And the brain will make new neurons under the influence of proteins like these. und unter dem Einfluss von solchen Proteinen kann das Gehirn mehr Nervenzellen produzieren. When these proteins are not available, the brain stops making new neurons. Wenn diese Proteine fehlen, hört das Gehirn auf, Nervenzellen herzustellen. And the neurons we have begin to wither and die. Und die Nervenzellen, die wir dann haben, fangen an abzusterben. So things that help produce these neurons you can already figure out helps the brain stay healthy. Dinge, die diese Faktoren bereitstellt, helfen dem Gehirn, gesund zu bleiben. So the first one, brain-derived neurotrophic factor, Der erste ist ein neurotropischer Faktor. is increased by mental and physical exercise. Und diesen Faktor kann man steigern durch geistige und körperliche Aktivität. So learning a new language would be a mental exercise. Zum Beispiel eine neue Sprache erlernen. Das ist eine geistige Übung. It is also suppressed by chronic worry or stress. Dieser Faktor wird unterdrückt durch chronische Sorge oder Stress. When persons are depressed, this gene is turned off. Wenn Menschen depressiv sind, wird das Gen, was diese Faktoren kodiert, unterdrückt. And during depression, various brain regions begin to shrink because this protein is not available. Und während einer Depression werden Gehirnareale, die dieses produzieren, auch unterdrückt. When we treat depression with various treatments, Wenn wir die Depression behandeln, such as medications wie zum Beispiel durch medikamentöse Therapie or magnetic stimulation, oder magnetische Stimulation, the common pathway for these treatments is to turn this gene back on. Kommt es normalerweise zum Resultat, dass dieses Gen wieder angeschaltet wird. And then the brain volume in these regions has been shown to increase as the depression goes away. Und während dann die Depression abklingt, wachsen diese Gehirnareale wieder an. A different neurotropic factor is called nerve growth factor. Ein anderer Faktor wird Nervenwachstumsfaktor genannt. And it's increased by physical exercise, Wird gesteigert durch körperliche Aktivität, lithium, auch durch Lithium, and it's suppressed by laziness or lack of exercise. und wird durch fehlende körperliche Aktivität unterdrückt. And drugs like methamphetamine and cocaine will turn it off. Oder auch durch Drogen wie Kokain oder Methamphetamine. And then the last vascular endothelial growth factor is increased by exercise. Und der letzte Faktor, der vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktor, wird auch durch körperliche Aktivität gesteigert. Are you seeing the importance of exercise? Sehen wir jetzt die Wichtigkeit der körperlichen Aktivität. And one of the things I can say about Europeans Eine Sache, die ich über Europäer sicher sagen kann, is you walk a lot more than we do in America. sie laufen hier, sie gehen viel mehr zu Fuß als wir in den USA. And that exercise keeps these genes turned on. Und dieses Training führt dazu, dass diese Gene aktiv bleiben. So what is aging? Was ist also das Altern?
Is it just chronologically growing older, or is it functionally growing older? Besteht das nur darin, zeitlich oder chronologisch älter zu werden oder auch funktionell älter zu werden? What contributes to functional decline as we age? Was führt zu funktionellem Abbau, wenn wir älter werden? Well, the first risk factor is obvious, and that is chronological aging, the longer we're alive on Earth. Der erste Faktor ist natürlich der, je länger wir auf dieser Erde uns befinden, desto älter werden wir. Klingt logisch. And as you'll see, because the longer we're alive on Earth, the more opportunity we have to be exposed to damaging things. Je länger wir auch auf dieser Welt sind, desto mehr sind wir auch zerstörerischen Faktoren ausgesetzt. As we grow older, there are certain changes in our sensory perceptions. Je älter wir werden, kommt es auch zu Veränderungen in unseren Sinneswahrnehmungen. Sight and smell stays pretty much normal up into the 70s. Das Schmecken und das Riechen bleibt relativ konstant bis zum Alter über 70. The bone and muscle mass will decrease with age. Bone decreases its mass, and so does the muscles lose their strength as we age. Knochen und Muskeln verlieren etwas an Masse und Elastizität. And we decrease sensitivity to touch, Unser Tastgefühl nimmt ab, which makes us increase risk of injuries such as cuts and burns. Was zu einem erhöhten Risiko führt, an Verletzungen wie Verbrennungen zum Beispiel zu leiden. The skin will get thinner, Die Haut wird dünner and we're more easily, the skin will break, which gives us risks of infection. Es kommt schneller zu Hautrissen, wodurch Infektionen begünstigt werden. This shows us hearing impairment. For those over 60, 30% of the people have hearing impairment. Über 30% der über 60-Jährigen haben Gehörschäden. Those 75 to 84, 33% have hearing impairment. In der Altersgruppe 75 bis 84 sind es 33%. And over 85, 50% of the people have hearing impairment. Und bei den über 85-Jährigen sind es die Hälfte. And the importance of this, of course, Die Wichtigkeit dieser Daten is that the brain is relies upon its data input. besteht darin, dass das Gehirn auf den Datenzufluss angewiesen If ist. we get faulty data input, then we have faulty conclusions. Wenn wir einen fehlerhaften Datenzufluss haben, werden wir auch fehlerhafte Entscheidungen und Beschlüsse treffen. And this is critically important to assess Das ist sehr wichtig, um zu beurteilen. when we're dealing with the elderly and thinking they might be demented. Es ist wichtig, das im Kopf zu behalten, wenn wir mit älteren Leuten zu tun haben und meinen, dass diese an Demenz leiden. They might actually have really bad hearing Es kann nur daran liegen, dass sie schlecht hören and misunderstand what's being communicated, und das missverstehen, was ihnen mitgeteilt wird. and therefore their answers may not make sense. Und vielleicht ist es aus diesem Grund, dass die Antworten dieser Menschen keinen Sinn machen. And then vision changes begin in the around 30 to 40 years of age. Die Veränderung der Sehkraft beginnt im Alter zwischen 30 und 40. And sadly, I do need reading glasses. Und leider brauche ich auch eine Lesebrille. Yes, I've reached that age. My vision is changing. Anybody else reached that age yet? Noch jemand, der diese Altersgruppe erreicht hat? Isn't it miserable? Ist das nicht furchtbar? Yes, yes. As aging continues, we lose peripheral vision. Mit zunehmendem Alter nimmt auch die periphere Sehkraft ab. Night vision is reduced. Die Nachtsicht auch. The eye muscles become weaker, so we don't look left and right as much. Die Augenmuskeln werden schwächer und wir wollen nicht mehr so viel nach rechts und links gucken. The lenses become cloudier. We develop risk of cataracts. Die Linsen trüben sich ein und es entsteht das Risiko eines Kataraktes. Our color vision becomes less sensitive, so we can't see blues and greens as clearly. Das Farbensehen ist nicht mehr so klar und wir können Grün und Blau schwieriger unterscheiden. And 7 to 15% of seniors have serious visual impairments. 7 bis 15% der Senioren haben demnach ernsthafte Sehbeeinträchtigungen. That's chronologic aging. Das ist das chronologische Altern. What else contributes to aging? Oxidative stress. Etwas, was das Altern noch zusätzlich beeinflusst, ist der oxidative Stress. And what is oxidative stress? Was ist das? It is damage to the DNA, proteins, fatty substances caused by oxidants, which are highly reactive oxygen-containing molecules. Das ist die Zerstörung unserer Erbsubstanz durch
und der Proteine und Lipide durch Oxidantien, die hochreaktiven Sauerstoff enthalten. If you stick a piece of iron out in your yard Wenn wir ein Stück Eisen in unseren Garten legen and come back in a year und ein Jahr später and wiederkommen it's all rusted, und es alles verrostet ist, that's oxidation. das ist die Oxidation. Okay. Oxidation damages and decays things. Die Oxidation beschädigt verschiedene Dinge. And so that happens inside our body with oxidative molecules. Das passiert auch in unserem Körper mit der Oxidation von Molekülen. This is why we hear so much about antioxidants, Deswegen hören wir auch so viel von Antioxidantien, to protect us from oxidation. um uns vor der Oxidation zu schützen. What is it that increases oxidation or oxidative stress? Was steigert den oxidativen Stress? Obesity. Übergewicht. The fat tissue causes or produces these high reactive oxygen molecules, Fettgewebe produziert diese hochreaktiven Substanzen and the body has enzymes to protect us that the fat tissue suppresses. Der Körper hat Schutzenzyme, die aber von diesem Fettgewebe unterdrückt werden. So we could hypothesize that an obese person's brain will age faster than a normal weight person's brain. Wir könnten jetzt also behaupten, dass das Gehirn einer übergewichtigen Person schneller altert als das einer normalgewichtigen. And in fact, that is true. Das ist tatsächlich auch wahr. An obese person at age 70 will have 8% less brain volume and look 16 years older than a normal weight person. Im Alter von 70 wird eine übergewichtige Person 8% weniger Gehirnvolumen haben und 16 Jahre älter aussehen als eine normalgewichtige. And somebody who's overweight will have 4% less brain volume and look 8 years older at age 70 to a normal weight person. Ja, es geht jetzt hier um stark übergewichtige und wenig übergewichtige Menschen, die haben dann 4% weniger. Yeah, and I don't see many obese people in Germany. Und in Deutschland sehe ich nicht wirklich die sehr stark übergewichtigen Menschen. You should come to America. Sie müssten mal nach Amerika kommen. Fatten up. Ja, dort sind sehr viele kräftige Menschen unterwegs. Yeah. Okay, what else increases oxidative stress? Was noch führt zu oxidativem Stress? Alcohol, tobacco, and drugs, illegal drugs. Alkohol, Tabak und illegale Drogen. They suppress the antioxidants that our body produces. Unterdrücken die körpereigenen antioxidativen Enzyme. And then inside each cell of our body, Und innerhalb jeder Zelle unseres Körpers there's a little machine that produces energy for every cell gibt es eine kleine Maschine, die Energie produziert. called mitochondria. Die werden Mitochondrien genannt. And illegal drugs damage the membranes of the mitochondria. Drogen beschädigen die Membranen von diesen Mitochondrien. And this starts kicking out lots of these oxidative damaging molecules. Und das führt dazu, dass viele von diesen oxidativen Molekülen freigesetzt werden. And drugs also activate the stress hormones of the body. Diese Drogen aktivieren auch die Stresshormone unseres Körpers. And alcohol and tobacco. Yeah. Das Gleiche gilt für Alkohol und Tabak. On the left we have normal lung tissue. This is the fibrous tissue that gives the lung its texture and strength. Auf der linken Seite sehen wir ein normales Lungengewebe. And on the right we have lung tissue exposed to cigarette smoke. Auf der rechten Seite sehen wir das Lungengewebe eines Rauchers. These are identical twins. Das hier sind eineiige Zwillinge. The two pictures on the top are the same woman. The two pictures on the bottom are her twin sister. Das obere Bild ist dieselbe Frau und darunter ist ihre eineiige Schwester, Zwillingsschwester. They live their entire lives within 8 miles of each other. Ihr ganzes Leben haben sie in einem Radius von 8 Meilen, 12 Kilometer voneinander gelebt. And they're 54 years of age. Und die sind 54 Jahre alt. Do they look the same age to you? Finden Sie, dass diese zwei Frauen gleich alt aussehen? Do you notice the wrinkles here? Schauen Sie sich mal die Falten hier Not an. here. Dort gibt es keine. Do you notice the wrinkles here? Hier sind noch mehr Falten. The wrinkles in the forehead. Auf der Do you Stirn notice- auch. This is approximately 8 to 12 years older in look. Die obere Person sieht ca. 8 bis 12 Jahre älter aus. And the difference between the two?
Der einzige Unterschied zwischen diesen Frauen: the woman on the top is a smoker. Die Frau auf dem oberen Bild raucht. Smoking ages us. Rauchen beschleunigt den Alterungsprozess. This is the picture of a same woman Das ist dieselbe Frau auf diesen Bildern, taken by the FDA in the United States, the Drug Enforcement Agency, DEA, Drug Enforcement Agency. das ist die Drogenbehörde in den USA, hat diese Bilder aufgenommen. This woman is a methamphetamine addict. Diese Frau hat eine Methamphetaminabhängigkeit. If you start in the top left picture, Auf diesem Bild, they took a picture of this woman every year es wurde ein Bild dieser Frau gemacht im Abstand von einem Jahr, for 10 years in a row. 10 Jahre lang. Do you see what happened to her over 10 years of Wir können hier methamphetamine? sehen, was mit ihr passiert ist in diesen 10 Jahren. Significant oxidative stress accelerating the aging process. Sehr ausgeprägter oxidativer Stress, der den Alterungsprozess beschleunigt. This is the same woman 4 years apart, methamphetamine addict. Das ist dieselbe Person im Abstand von 4 Jahren, auch ein Methamphetaminabhängige. Significant oxidative stress, again, accelerating the aging process. Wiederum erhöht ausgeprägter oxidativer Stress den Alterungsprozess. Doesn't she look older? Meinen wir nicht, dass sie älter aussieht. So what reduces oxidative stress and slows aging? Was reduziert den oxidativen Stress und verlangsamt so den Alterungsprozess? Well, what foods we eat. Es kommt auf die Ernährung an. And all these foods listed here are significant antioxidants. All diese Nahrungsmittel sind ausgeprägte Antioxidantien And help protect us from oxidative damage. und helfen uns, vor dem oxidativen Stress zu beschützen. Yes. Der Apfel. Der 40. Der Kohl. Der Blumenkohl. Exercise. Tägliche Bewegung. Yes, and we talked about exercise already, but some of the reasons why exercise, let me mention why. Lassen Sie mich einen Grund nennen, warum die Bewegung so wichtig ist. When you exercise regularly, Wenn wir uns regelmäßig bewegen, the muscles produce something called interleukin 10, produzieren die Muskeln etwas, das Interleukin 10 genannt wird. which is a very powerful anti-inflammatory interleukin, Das ist ein sehr starker Entzündungshemmer. which suppresses inflammation in the body, Das führt zu einer Senkung der Entzündungsprozesse im Körper which reduces oxidative stress, und das reduziert auch den oxidativen Stress. in addition to turning on all those neurotrophic factors that we talked about earlier. Zusätzlich zu den neurotropen Faktoren, über die wir vorher gesprochen hatten. Rest, physical and mental rest. Körperliche und geistige Ruhe. Physical rest we get, or supposed to get, each night. Die körperliche Ruhe sollten wir eigentlich jede Nacht erhalten. Significant factor in aging is sleep deprivation. Ein wichtiger Faktor im Alterungsprozess ist Schlafentzug. I don't know how it is in Germany, but in America, most Americans are sleep deprived. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in den USA sind sehr, sehr viele Menschen schlafen zu wenig. And many of the significant accidents that have happened because of sleep deprivation. Und viele schwere Unfälle passieren aufgrund von Schlafentzug. You've heard of Exxon Valdez, Haben wir von Exxon Valdez gehört? the big oil spill in the Alaska wilderness? Die Ölkatastrophe in Alaska. Yeah. The captain of the Exxon Valdez was sleep deprived. Der Kapitän dieses Schiffes hat nicht genug geschlafen. When we're sleep deprived, the body doesn't go through and release its normal anti-stress hormones. Wenn wir nicht genügend schlafen, produziert der Körper nicht genügend Antistresshormone. And sleep deprivation contributes to increased obesity, Und Schlafentzug fördert auch das Übergewicht, which contributes to more oxidative stress. was wiederum mehr oxidativen Stress produziert. And so physical rest would be our nightly sleep. Also die körperliche Ruhe, damit meint man das Schlafen jede Nacht. And mental rest would be taking time away from all of our problems on a weekly basis to decompress and unwind and rest. Geistige Ruhe meint, dass man in einem regelmäßigen Abstand nimmt von den Dingen, die einen beschäftigen und
einmal wöchentlich eine Ruhephase einlegt. Now, fathers in the room, Gibt es hier Väter in diesem if you want to Raum? keep your Frau young Wenn Sie Ihre Frau jung erhalten wollen and you have young children, und Sie haben junge Kinder, you be sure and give her at least one day off a week where you watch those kids and let her get away. dann sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Frau zumindest einen Tag in der Woche Ruhe hat von ihren Kindern. Because when the children are small, Denn wenn Kinder klein sind, the mother or the father can never turn their mind off. können die Eltern niemals ihr Gehirn abschalten. They're always on guard. Sie sind ständig auf Achse. The radar is always up. Der Radar ist immer angeschaltet. They can't let their mind rest. Sie können sich keine Ruhe gönnen. Can't take that 2-hour afternoon nap. Man kann keine 2 Stunden am Nachmittag schlafen. And I have patients come see me all the time, Und ich habe ständig Patienten, die mich besuchen, young mothers junge Mütter, who are completely worn out and exhausted die wirklich ausgemergelt sind, because they never get any time away from their kids. weil sie niemals Zeit verbringen können ohne die Kinder. So help your wife stay young and watch the kids at least once a week. Also helfen Sie Ihrer Frau, jung zu bleiben und achten Sie auf die Kinder, My mindestens wife einmal die loves Woche. me. Meine Frau mag mich sehr, liebt mich sehr. Fresh, clean air. Frische, reine Luft. Obviously, breathing smog or toxic air introduces a lot of toxins or poisons that increase oxidative stress. Smog und schlechte Luft erhöht natürlich den oxidativen Stress. Hydration. Wasserzufuhr. You know, a lot of people don't realize the importance of keeping the body hydrated. Viele Menschen erkennen nicht die Wichtigkeit, dass man den Körper genügend Wasser zuführt. Through normal metabolism, the body produces byproducts of metabolism, waste products, Der Stoffwechsel des Körpers produziert Abfallprodukte, which are actually toxic to the body, welche giftig sind für den Körper, and the body needs to get rid of. und der Körper muss sich dieser Stoffe entledigen. If we don't maintain good hydration, Wenn wir nicht genügend Wasser trinken, then it limits the body's ability to clear these toxins. wird die Fähigkeit des Körpers eingeschränkt, sich von diesen Stoffen zu befreien. Avoidance of various inflammatory substances, Vermeidung von Substanzen, die Entzündungen begünstigen. and there's too many to go over. Es sind zu viele jetzt hier. And then antioxidants that you can actually add to your diet. Antioxidantien sind einige wichtige Stoffe, die Sie zu Ihrer Ernährung hinzufügen sollten. N-acetylcysteine is a nutrient Acetylcystein ist ein Ernährungsbaustein, that stabilizes the membranes of the mitochondria welches die Membran der Mitochondrien and stabilisiert reduces the release of the free radicals. und verhindert die Freisetzung von freien Radikalen. Omega-3 fatty acids are building blocks of neuron membranes. Omega-3-Fettsäuren sind Bausteine der Neuromembran, der Nervenmembran. And they also have antioxidant properties or scavenge up free radicals. Haben auch antioxidative Eigenschaften. One of the problems you may know about diabetes mellitus. Yes. Wir kennen natürlich die Krankheit Diabetes. Diabetes mellitus patients will have trouble with retinas, kidneys, peripheral nerves. Diese Patienten haben Schwierigkeiten mit den Augen, mit den Nieren und peripheren Nervenzellen. One of the reasons Einer der Gründe, is when the blood glucoses are not maintained, wenn die Zuckerspiegel im Blut nicht ausbalanciert sind, mitochondrial membranes destabilize and release these free radicals. dann werden die Membranen der Mitochondrien zersetzt und setzen diese Stoffe frei. Studies have shown that omega-3 fatty acids Studien haben gezeigt, dass Omega-3-Fettsäuren not only good for the brain, sind nicht nur gut für das Gehirn, not only good to protect the heart by raising good cholesterol and lowering bad cholesterol, sie sind nicht nur gut für das Herz, indem sie schlechtes Cholesterin abbauen und Gutes aufbauen, but have been shown to protect the end organs in diabetics from damage. aber es ist auch gezeigt worden, dass sie die Endorgane vom Diabetes beschützen können. Vitamin E is a fat-soluble vitamin, Das Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin so it will concentrate in the fat membranes of the neurons und wird konzentriert in den Neuronenendungen aufgefunden and scavenge up free radicals or oxidative species. und kann freie Radikale auffangen. But you want vitamin E from food, not from a vitamin. Aber man möchte sich Vitamin E durch die Nahrung zuführen, nicht durch eine Tablette. Studies have shown that vitamin E from vitamins are actually harmful.
Studien haben belegt, dass Vitamin E zugeführt durch Tabletten schädlich sein kann. But vitamin E from food is beneficial. Aber über die Nahrung zugeführt ist es sehr nützlich. And the reason that vitamin E has 8 different isomers or 8 different forms of the vitamin. Vitamin E besitzt 8 verschiedene Isomere oder chemische Formen. In the vitamins, they only give you 2 of those forms. In den Tabletten können nur 2 dieser Formen ausgestellt werden. And this actually causes a vitamin E imbalance. Und das führt zu einem Vitaminungleichgewicht. When you get it from a food source, you get all 8 isomers. Wenn wir uns das durch eine Nahrungsquelle zuführen, kriegen wir alle 8 Isomerformen. And most nuts, like almonds, are high in vitamin E. Die meisten Nüsse, wie zum Beispiel Mandeln, enthalten sehr viel Vitamin E. So eat your marzipan. Also können Sie ruhig das Marzipan essen. Vitamin C Vitamin C is a water-soluble vitamin. ist ein wasserlösliches Vitamin. So vitamin E is in the neuron membrane. Vitamin C is in the cytoplasm of the neuron. Das Vitamin E befindet sich in der Membran der Nervenzellen, das Vitamin C wiederum in dem Zytoplasma, also im Zellwasser. And it also is a reactive oxygen species scavenger, antioxidant. Ist auch ein Radikalenfänger, ein Fänger von Antioxidantien, also ein Antioxidantium. And flavonoids are the antioxidants we get in fruits and vegetables that give the fruits and vegetables their color. Flavonoide finden sich im Obst und geben dem Obst seine Farbe. So eat colorful food. Also bitte essen Sie farbenfrohes Obst. And then telomere shortening. Next in the aging process, telomere shortening. Der nächste Schritt im Alterungsprozess sind die sogenannten Telomerverkürzungen. And what are telomeres? Was sind Telomere? Well, if you remember your basic high school biology, Wenn wir uns jetzt also an den Biologieunterricht erinnern, the cells of your body are constantly dividing dann erinnern Sie sich, dass sich die Körperzellen ständig teilen. through a process called mitosis. Durch einen Prozess, der Mitose genannt wird. And at each time the cell divides, Jedes Mal, wenn sich eine Zelle teilt, the chromosomes split and make a copy of itself. spalten sich die Chromosomen auf und machen eine Kopie ihrer selbst. And the end of the chromosome is called the telomere. Das Ende dieser Chromosomenkette wird Telomer genannt. The telomere is similar to the plastic cap Das Telomer ist ähnlich wie die plastische Hülle oder Kappe on the Schnürsenkel. eines Schnürsenkels. And if the plastic cap comes off, Wenn die plastische Bedeckung des Schnürsenkels abfällt, then the shoelace will fray. dann kann sich der Schnürsenkel ja aufdrillen. When the telomeres shorten, Wenn diese Telomere sich verkürzen, the chromosome loses its ability to divide. verliert das Chromosom die Fähigkeit, sich zu teilen. And this is actually a photomicrograph Das hier ist wiederum eine Mikrodarstellung of chromosomes, von Chromosomen and the bright yellow und das hellgelbe hier are the telomeres. sind die Telomeren. Now, through normal cell division, telomeres are shortening as we age. Durch die normale Zellteilung werden diese Telomere immer kürzer, je älter wir werden. This is telomere length declines as we age, and what we see are telomere length at birth, at age 35, and age 65. Wir sehen hier die Länge der Telomere bei der Geburt im Alter von 35 und 65 Jahren. And at birth, the telomeres are 8,000 base pairs long. Während der Geburt sind die Telomere 8000 Grundpaare lang. At 35, 3,000. Im Alter von 35 nur noch 3000 Grundpaare. And at 65, 1,500. Und im Alter von 65 nur noch 1500. Now, there are enzymes that can activate to lengthen telomeres. Es gibt Enzyme, die die Länge der Telomere positiv beeinflussen kann. And you can imagine that there is currently extensive research going on how we can activate those enzymes. Und wir können uns vorstellen, dass zurzeit sehr aktiv daran geforscht wird, wie man diese Telomere verlängern kann und diese Enzyme aktiviert. But there's a problem. Es gibt aber ein Problem. There's a certain condition where this enzyme activates and the cells
don't stop dividing. Es gibt einen Zustand, in dem dieses Enzym aktiviert wird und die Zellen aber trotzdem sich nicht weiter teilen. And that's cancer. Und das ist der Krebs, ein Krebsleiden. And so the research is complicated. Und deswegen ist die Forschung hier sehr kompliziert. It's not as simple as just turning on this enzyme. Es ist nicht so einfach, diese Enzyme zu aktivieren. And then the last step in examining aging is glycation. Der letzte Schritt, den wir uns bei der Alterung anschauen, ist die Glykation. And what is glycation? Was ist das? Glycation is the process of sugars in a non-enzymatically way binding to proteins, DNA, and impairing their function. Glykation ist der Prozess des Bindens von Zucker in einer nicht enzymatisch kontrollierten Weise an Proteine und DNS, wobei ihre Struktur und Funktion beachtlich verändert wird. And these new products produced by the protein and the sugar binding together Und dieses neue Produkt, was durch das Protein und den Zucker hergestellt wird, produce free radicals and reactive oxygen species. und dieses Gebilde produziert freie Radikale, Which damage us and age us. was dazu führt, dass wir geschädigt werden und altern. We talked about diabetes a moment ago. Wir haben uns vor kurzem über Diabetes unterhalten. This is the hemoglobin molecule at the top, Hier sehen wir das Hämoglobin-Molekül. which carries oxygen. It's in our red blood cells. Dieses Molekül trägt den Sauerstoff in unsere roten Blutkörperchen. And this is glucose. Das hier ist Glucose. And when they bind together, Wenn diese beiden sich verbinden, they produce a product called hemoglobin A1C. wird etwas hergestellt, das nennt man Hämoglobin A1C. This hemoglobin can no longer carry oxygen. Dieses Hämoglobin kann keinen Sauerstoff mehr transportieren. And this particular molecule is what they measure in diabetics. Und dieses Molekül wird bei Diabetikern festgestellt To see how well their glucose is being controlled. und wird auch bei ihnen gemessen, um zu sehen, wie gut die Glucose kontrolliert wird. Because the higher the glucose, Je höher der Blutzuckerspiegel, the more of this type of binding goes on, desto mehr gibt es diese Verbindungen, which results in more oxidative stress was wiederum zu erhöhtem oxidativen Stress führt and the accelerating of the aging process. und der Alterungsprozess verschnellert. So, what are the impact of these byproducts of glycation? Was ist die Wirkung dieser Nebenprodukte der Glykation? Well, it damages the collagen that keeps our skin looking youthful. Es zerstört das Kollagen, wodurch unsere Haut jugendlich erscheint. And what does that look like? Und wie sieht das aus? This is glycated collagen. Das ist glykatisiertes Kollagen. And you can see the wrinkles and the loss of the elasticity that occurs. Wir sehen hier den Verlust der Elastizität in der Haut. These same molecules will bind with LDL cholesterol and embed themselves in the walls of the arteries of our body. Es verbindet sich auch mit oxidiertem LDL, das ist das böse Cholesterin, und führt zu einer Schädigung der Haut. And we see a normal graph of a normal artery on the top, and the bottom shows where this product, this LDL cholesterol, has been embedded into the wall. Hier geht es natürlich um Gefäße, Blutgefäße, und hier sieht man eine normale Arterie und darunter eine verengte Arterie, wo LDL in den Gefäßwänden abgelagert wurde. And you can see how the lumen, which was open, is now more than 50% closed in this graphic. Das Lumen dieser Arterie ist um 50% verringert. And this, of course, reduces blood flow, Das verhindert den Blutfluss, increases risk of strokes and heart attacks. erhöht das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen. And here's what it looks like in real life. Und so sieht das im wahren Leben aus. You see, this is what the lumen should be way out here. You see this? Das war das ursprüngliche Lumen, der Durchmesser. But all this is cholesterol, fat deposited in the wall of the artery. Und das sind alles Fettablagerungen in der Gefäßwand. And the artery, the lumen, has been shrunk. Und
Das Lumen ist dadurch sehr eingeschränkt worden. And so its ability to carry blood is significantly reduced. Und die Fähigkeit dieser Arterie, Blut zu transportieren, ist eingeschränkt. And then these also interact with various antibodies. Diese Stoffe haben auch Wechselwirkungen mit Antikörpern And interfere with our normal immune response. und beeinträchtigen auch unsere Immunreaktion, They Abwehrreaktion. alter cellular membrane function, Sie verändern die Membranfunktion and they damage DNA. und schädigen auch die DNS. So what are the primary sources of these byproducts of glycation? Was sind also die Quellen dieser Nebenprodukte der Glykation? Food, In die Ernährung, brown, fried, or charred foods. angebräuntes, frittiertes und verkohltes Essen. Great source of these products. Das ist eine hervorragende Quelle für diese Substanzen. Another great source. Noch eine hervorragende Quelle. Another source of these. Noch eine Quelle. And I love the Fritz. Ich habe diese Fritten sehr gerne. Yeah. All the stuff that tastes good. All das, was gut schmeckt. And so we get these from foods. Wir können diese Stoffe also aus der Ernährung erhalten, And our own body metabolism. aber auch aus unserem eigenen Körperstoffwechsel. And if we have metabolic problems like diabetes, Wenn wir zum Beispiel an Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes leiden, then we will have a higher amount of these byproducts. werden wir eine höhere Anzahl dieser Nebenprodukte erhalten. So how do we reduce these and how do we slow the aging process? Wie können wir also diese Stoffe reduzieren und dadurch den Alterungsprozess verlangsamen? Well, first, reduce the consumption of sugar. Als erstes sollte man den Verzehr von Zucker reduzieren. That's sugar, yes. Okay. The average American consumes 125 to 150 pounds of sugar a year. Der durchschnittliche Amerikaner konsumiert 65 bis 75 Kilo Zucker pro Jahr. How do you think that the Europeans compare? Was glauben Sie, wie sieht es in Europa aus? Less. Well, this is it's not exactly comparing, but the European Union is the #1 consumer of sugar in the world. The European Union consumes 24,000 metric tons of sugar annually, which is over 10,000 metric tons more than India, the second largest consumer, and the US is fourth with 8,700 metric tons a year. Die Europäische Union ist der Nummer 1 Konsument von Zucker weltweit. Wir konsumieren 24.427 Tonnen Zucker jährlich, mehr als 10.000 Tonnen mehr als Indien, der zweitgrößte Konsument. Die USA liegt an 4. Stelle mit 8.786 Tonnen. So the European Union consumes about 3 times as much sugar as the America. Das heißt, die Europäische Union verbraucht 3-mal so viel Zucker wie die USA. Must be all that Lindt chocolate. Das ist wahrscheinlich die Lindt-Schokolade, die er gut kennt. So how do we reduce the ages? We reduce sugar. Wir sollten natürlich also den Zucker reduzieren. We stabilize blood sugar levels by eating complex carbohydrates and proteins. Wir können die Blutzuckerwerte stabilisieren, indem wir komplexe Kohlenhydrate zu uns nehmen. We eat vegetables, fruits, raw, boiled, or steamed. Rohes, ungekochtes Gemüse. Because water prevents sugar from binding to proteins. Wasser verhindert nämlich, dass Zucker sich an Proteine bindet. And we limit the consumption of the brown, caramelized, deep-fried foods, all the stuff that tastes good. Und wir müssen natürlich die Sachen einschränken, die so gut schmecken. Das Gebräute, Karamellisierte und Frittierte. I'm not an extremist. Also ich bin kein extremer Mensch. So do things in balance. Man sollte Dinge ausgewogen tun. We don't have to cut out everything that tastes good. Wir müssen nicht alles zurückweisen, was lecker schmeckt. Enjoy some fries once in a while. Manchmal kann man ruhig mal ein paar Fritten essen. But when, in America, the problem is people eat Big Macs and fries every day. Das Problem in Amerika ist, dass Menschen Big Macs und Fritten jeden Tag essen.
So we want to move our diet so that the balance of the diet is much more of the antioxidants, it's the occasional indulgence. Man möchte die Ernährung also in der Art gestalten, dass eine antioxidative Ernährung bevorzugt wird und ab und zu kann auch mal gesündigt werden. And we want to limit meat, but when we use meat, cook it at low temperatures, slow cooking, such as crock pots, rather than high temperatures in grilling. Der Fleischkonsum sollte auch eingeschränkt werden, langsam gekocht, bei niedriger Temperatur. Hohe Temperaturen bilden diese Produkte. So how do we also want to avoid high fructose corn syrup. Man sollte auch sehr fruktosehaltigen Kornsirup vermeiden. Fructose is 10 Maissirup. Fructose is 10 times more reactive in the body than glucose. Fructose reagiert im Körper 10-mal stärker als Glucose. Do you know what a high fructose corn syrup is? Wissen Sie, was Fructose-Maissirup ist? It's in most in the US recently this has come to the public's attention. Das wurde in den USA erst kürzlich zur allgemeinen Angelegenheit. Until recently, pretty much all processed foods have high fructose corn syrup. Bis vor kurzem hatten alle raffinierten Lebensmittel hohen Anteil an Maissirup. All sweet drinks like Coca-Cola. Die meisten Getränke wie Coca-Cola. But cookies, crackers, cakes. Kekse und Cracker und so weiter. But because of the press about how damaging high fructose corn syrup is, da aber jetzt die Presse verkündet hat, wie schädigend dieser Maissirup ist, many of the producers of the foods in America are starting to move back to sugar. Haben jetzt die Nahrungsmittelerzeuger angefangen, sich auf Zucker beschränken. So the producers of high fructose corn syrup, sodass die Hersteller von diesem Maissirup has petitioned the government die Regierung gebeten hat, to officially change the name of high fructose corn syrup, den Namen dieses Maissirups zu verändern, to corn sugar, und ihn als Maiszucker zu bezeichnen, so they can deceive the public. Sodass sie die Allgemeinheit betrügen können. Drink water, and for many reasons we want to drink more water, but the greatest source of high fructose corn syrup is soft drinks. Eine der Hauptquellen für dieses Maiszuckersirups sind Erfrischungsgetränke wie Cola und Fanta. Stop smoking, obviously. Das Rauchen sollte eingestellt werden, das ist klar. And then things that can scavenge up these toxic byproducts. Und es gibt Dinge, die diese Nebenprodukte AGEs plündern oder beiseite schaffen können. Rhodiola rosea, which is an herb. Yes, Rhodiola rosea. There we go. Green tea. Grüner Tee. And grape extract, omega-3 fatty acids, carnosine, vitamin B6, alpha-lipoic acid, all these things scavenge up these toxic byproducts. All diese Dinge, die hier aufgeführt sind, sind in der Lage, diese Nebenprodukte unschädlich zu machen. So, how healthy spirituality slows the aging process? Wie kommt es dazu, dass gesunde Spiritualität den Alterungsprozess verlangsamt? And notice I emphasize the word healthy. Ich lege besonderen Wert auf dem Wort gesunde Spiritualität. Because unhealthy spirituality can accelerate the aging process. Weil ungesunde Spiritualität kann dann wiederum den Alterungsprozess beschleunigen. But healthy spirituality will help activate this part of your brain where you think and reason. Gesunde Spiritualität aktiviert den Komplex des Vorderhirns. This is happening during meditation. Das passiert, während wir meditieren. Which will calm the stress centers of the brain. Das beruhigt die Stresszentren des Gehirns. Which will lower the heart rate and lower the blood pressure. Die Herzfrequenz und Blutdruck wird gesenkt. And the circulating stress hormones. Und die Stresshormone werden auch gesenkt. Which results in the reduction of inflammation. Was in einer Verminderung der Entzündungsreaktion resultiert. Which ultimately reduces the oxidative species that cause aging. Was wiederum die Oxidantien verringert, die den Alterungsprozess verursachen. But unhealthy spirituality
Ungesunde Spiritualität, what I would call would be fear-based religions, und ich bezeichne das als angstgegründete Religionen. Activate- Religionen, die auf Angst gründen, activates the fear circuits aktivieren die Angstschaltkreise im Gehirn, and accelerates the entire process of stress and aging. beschleunigt dadurch den gesamten Prozess der Alterung und des Stresses. Altruistic activities result in better mental and physical health. Selbstlose Tätigkeiten resultieren in besserer geistiger und körperlicher Gesundheit. A healthy spirituality will reduce anxiety and worry. Eine gesunde Spiritualität vermindert Angst und Sorgen. And often people with healthy spirituality have healthier lifestyle choices, so they reduce oxidative stress through their lifestyle. Menschen, die so etwas praktizieren, haben auch einen gesünderen Lebensstil und reduzieren dadurch oxidative Stressoren. And they often will have healthier relationships because they know how to be patient and kind and loving. Und auch die Beziehungen profitieren, denn die Menschen sind geduldig und freundlich. See, marriage can be one of the greatest blessings on earth Die Ehe kann eine der größten Segnungen auf der Welt sein or the greatest cursing on earth, oder auch einer der größten Flüche. depending on who you're married to. Das hängt davon ab, mit wem man verheiratet ist. Is this not true? Ist das nicht so? Yeah. The healthy marriages reduce stress. Eine gesunde Ehe verringert den Stress. Unhealthy marriages increase stress. Ungesunde Ehen erhöhen den Stress. So what accelerates aging of the brain? Was beschleunigt den Alterungsprozess des Gehirns? Obesity. We already went through that and showed you some data. Starkes Übergewicht, Alcohol, tobacco, drugs. Alkohol, Tabak, Drogen, High oxidative stress, unhealthy diet. hoher oxidativer Stress oder AGEs in der Ernährung, Sedentary lifestyle. sitzender Lebensstil. Sitting and watching TV all day. Man sitzt den ganzen Tag und schaut Fernsehen. Yeah. Low education. Ein niedriger Bildungsstand. And this is important because remember we talked earlier about brain development. Sie erinnern sich, wir haben vorher über die Gehirnentwicklung gesprochen. Neurons you use grow, neurons you don't use die. Nervenzellen, die wir benutzen, wachsen. Diejenigen, die wir nicht benutzen, sterben ab. So if we don't educate people, they don't use the neural circuits, they don't develop as complex of a brain circuitry. Wenn sich Menschen also nicht bilden, dann entwickeln sie nicht so eine komplexe Gehirnstruktur And therefore they're more vulnerable to dementias later in life. und sind dadurch verletzlicher für Demenzerkrankungen später im Leben. Lack of brain activity. Mangel an Gehirnaktivität. TV watching again. Hier geht es besonders um das Fernsehen. Seriously, think about TV. It just makes you sit there and Denken Sie mal drüber nach. Das Fernsehen verleitet einen nur, dass man dort sitzt und nur zuschaut. the high stress life, Viel Stress im Leben. relationship problems we mentioned, Wir haben über Beziehungsprobleme schon gesprochen. and this lack of spirituality or altruistic giving. Mangel an Selbstlosigkeit. Pathological age. So let's now talk about pathologic aging, dementia. Wollen wir uns jetzt mal über die Demenz unterhalten. What is dementia? Was ist das? It is a brain disease characterized by multiple cognitive deficits, including memory and one of the following. Das ist eine Gehirnkrankheit, die durch eine Vielzahl von kognitiven Defiziten charakterisiert ist, einschließlich des Gedächtnisses und ein oder mehrerer der folgenden Faktoren. Alterations in normal speech or language skills. Sprachverlust, Inability or impairments in normal motor skills, such as buttoning or tying shoes, those types of things. Störung der beweglichen Fähigkeiten, wie zum Beispiel ein Hemd zuknöpfen oder Schuhe zuschnüren. The agnosia or the loss of ability to recognize things that you're familiar with, friends, faces, objects that you know. Eine Beeinträchtigung im Erkennen von Dingen, die einem bekannt sind, Freunde, Familienangehörige und so weiter. And impairments of our abilities to organize, plan, prioritize, strategize. Eine Beeinträchtigung der Gehirnfunktionen wie Planen, Organisieren, Strategien entwickeln Yes, and problem solve, these types of things. und Problemlösungen, all diese Dinge. So impairments of memory, and one of those four constitutes dementia. Eine von diesen Faktoren konstituiert und stellt also dann die Demenz dar. This is a picture of a brain of a person who died in an automobile accident. So this was a healthy brain.
Das ist ein gesundes Gehirn eines Menschen, der in einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. This is an Alzheimer's brain. Und das ist das Gehirn eines Alzheimer-Patienten. Don't focus on the color. Color is not relevant. Die Farbe hier ist nicht entscheidend. Notice that in the healthy brain that we have these very nice, thick mountain-like areas. Im gesunden Gehirn sehen wir diese kräftigen, wallartigen Strukturen And these very small, little tiny valleys. und diese sehr kleinen und dünnen Furchen. The mountainous areas, gyri, Diese wallartigen Strukturen nennt man Gyrus. is where the neurons are housed. Gyrus, ja. Dort befinden sich die Nervenzellen. Okay? You notice over here how large these valleys are. See how large these valleys are? These sulci? Hier sehen wir den Sulcus, das sind diese Furchen dazwischen, und sehen, wie groß die hier sind in diesem Hirn. Well, the brain is contained in a confined space, the skull. Das Gehirn befindet sich ja in einem begrenzten Raum, nämlich im the Schädelinneren. The only way for the valleys to get larger, Und die einzige Methode, wie diese Furchen größer werden können, for the mountains to get smaller. ist, wenn die Wallstrukturen kleiner werden. And so this brain, the Alzheimer's brain, has lost billions of nerve cells have died in this brain. Das heißt, das Alzheimer-Gehirn hat Milliarden von Gehirnzellen verloren. Like this is the transection of the healthy brain on the right and the Alzheimer's brain on the left. Hier sehen wir einen Querschnitt eines gesunden Gehirns auf der rechten und eines Alzheimer-Gehirns auf der linken Seite. Can you just see how much mass is lost in the Alzheimer's brain? Hier können wir sehen, wie viel Masse verloren gegangen ist. Now this is a special type of imaging Das ist eine spezielle Form der bildgebenden Darstellung. called positronic emission tomography. Das ist die Positronen-Emissionstomographie. And it looks at metabolism or activity of the brain, where the brain cells are using energy. Und es schaut sich den Stoffwechsel des Gehirns an, in welchem Bereich des Gehirns die Energie verbraucht wird. And we see the normal brain on the left, the bright red, nice active energy-using brain. Hier sehen wir ein normales energieverbrauchendes Gehirn. And this is early Alzheimer's dementia, Das ist Alzheimer im Frühstadium hier. and late Alzheimer's dementia, and a child. Und das ist Alzheimer im Spätstadium und ganz rechts ein Kindgehirn. So as we dement, we're losing the cortical tissue. Das heißt, wir verlieren die Gehirnmasse. This is a different type of scan, and it's looking at, again, it's actually a very similar type scan. It's looking at metabolism, and we have the healthy aging, normal aging on the left, and the late onset Alzheimer's on the right. Das ist eine andere Art der Aufnahme. Hier haben wir auf der linken Seite ein normal alterndes Gehirn und auf der rechten Seite eine Alzheimer-Erkrankung. I wanted you to be sure to notice that normal aging does not require that the brain lose its activity. Der normale Alterungsprozess erfordert keinen Aktivitätsverlust des Gehirns. And now this actually is the difference scan, looking at what they've done in this scan is they looked at a toxic protein called amyloid protein. In diesem Bild wird auf ein giftiges Protein geachtet, was Amyloid genannt wird. Which builds up in the brain of people with Alzheimer's dementia. Und dieses Protein wird gesteigert bei Menschen mit Alzheimer. And you see the scale in the middle. The red is high levels, and the purple would be low levels. Die rote Farbe stellt hohe Spiegel dieses Proteins dar. And on the left, we have the Alzheimer's brain with lots of this toxic protein, and on the right, we have the control brain, and you don't see any. Auf der linken Seite sehen wir ein Alzheimer-erkranktes Gehirn mit sehr hohem Spiegel an diesem Amyloid-Protein, und rechts ist ein Kontrollgehirn, da ist keins da. Now back to those microtubules. Wollen wir uns nochmal diese neuronalen Mikrotubuli anschauen. This, we're looking, here's a neuron. Das hier ist ein Neuron, Axon. das ist das Axon. We're taking a small section and we're blowing it up and looking over here.
Jetzt vergrößern wir einen Abschnitt dieses Axons und schauen es uns hier oben And rechts we're an. looking now at the microtubules, Schauen uns die Mikrotubuli an. which are made up of these various molecules Die bestehen aus verschiedenen Molekülen and held together by a protein called tau protein. und werden von einem sogenannten Tau-Protein zusammengehalten. And what happens is that the tau protein gets a molecule attached to the end of it called a phosphate molecule. Am Ende dieses Moleküls kommt es zu einem Phosphatmolekül. And when that happens, it loses its ability to hold the microtubules together. Daraufhin verliert dann der Mikrotubulus die Fähigkeit zusammenzuhalten. And as the microtubules disintegrate, Und während diese Mikrotubuli zerstört werden, the neurons die. stirbt die Nervenzelle. And the reason this happens Der Grund, warum das passiert, is that the microtubules actually contribute to the structure of the neuronal integrity. diese Mikrotubuli tragen zur Struktur der Nervenzelle bei. Amyloid Dieses Amyloid is increased in the brain for several reasons. wird im Gehirn erhöht aus bestimmten Gründen. Certain genetics increase the production of amyloid. Einige genetische Faktoren erhöhen die Produktion von Amyloid, Trisomy 21, zum Beispiel Trisomie 21, because the gene that produces amyloid is on the 21st chromosome. denn das Gen, was Amyloid produziert, befindet sich auf dem 21. Chromosom. So individuals with trisomy 21 have 3 copies of the gene producing this protein rather than 2. Das heißt, Menschen mit Trisomie 21 haben 3 Kopien dieses Gens anstelle von nur 2. Serious head injuries, Sehr ernsthafte Kopfverletzungen, concussions. Gehirnerschütterung. As neurons die, they leave behind microscopic amounts of chemicals like copper. Wenn Nervenzellen sterben, hinterlassen sie mikroskopisch kleine Mengen an giftigen Substanzen wie zum Beispiel Kupfer. And amyloid will scavenge up those metal byproducts. Und das Amyloid resorbiert, schnappt sich diese Nebenprodukte. And amyloid causes those phosphate molecules to attach to tau. Und führt dazu, dass diese phosphorylisierten Amyloid-Proteine sich an das Tau-Protein binden. And what happens when tau gets phosphorylated? Was passiert, wenn das Tau-Protein phosphoryliert? The microtubules disintegrate, Die Mikrotubuli zersetzen sich and it leads to cell death. und das führt zum Zelltod. And that also has to do with protecting the neurons, neuronal charge, all these things are involved. Eine negative Aufladung spielt hier auch eine Rolle. Now, the axons contain high levels of an enzyme that are designed to prevent phosphate molecules from binding to tau. Die Axone enthalten hohe Werte von Phosphatase und schützen so die Neuronen. But phosphatase, this enzyme, is temperature sensitive. Phosphatase ist aber temperaturempfindlich. Thus, prolonged surgeries where the body temperature is significantly lowered turns off this enzyme. Wenn zum Beispiel lange Operationen stattfinden, wo die Körpertemperatur über lange Zeit reduziert ist, schalten dieses Enzym aus. And this is a potential reason why elderly patients coming out from long, complicated surgeries have cognitive deficits. Das ist einer der Gründe, warum ältere Patienten, die aus langen Operationen erwachen, Denkschwierigkeiten haben. And there is one anesthetic Es gibt ein Anästhetikum, called propofol, das nennt sich Propofol, which causes phosphorylation of tau at normal body temperatures. und das führt zu einer Phosphorylierung von Tau unter normalen Körpertemperaturen. So another potential pathway. Das ist eine andere Art der Erkrankung. So risk factors for dementia. Was sind denn jetzt Risikofaktoren für die Demenz? Number one risk factor is increasing age. Der erste Faktor ist das zunehmende Alter. Because the longer we live, the more exposure to all this toxic stress of the world around us. Je länger wir leben, desto länger sind wir auch den toxischen Stressoren aus der Umwelt ausgeliefert. 1 person in 10 over the age 65 has
at age 65 has dementia. 1 in 2 at age 85 has dementia. Einer von 10 Menschen im Alter über 65 leidet an Demenz und jeder zweite in der Gruppe über 85. Family history. In der Familiengeschichte. And this has to do with genes that contribute to the increased amyloid. Das sind natürlich Erbfaktoren, die dann dazu führen können. And how we process oxidative stress. Und wie wir oxidativen Stress verarbeiten. Oxidative stress, Trisomy 21, we've already mentioned. Wir haben schon den oxidativen Stress erwähnt, die Trisomie 21. Alcohol, drug abuse increases your risk of dementia. Alkohol- und Drogenkonsum erhöht das Risiko, an Demenz zu erkranken. Smoking, sedentary lifestyle. Rauchen, sitzender Lebensstil. Toxic exposure. Einnahme toxischer Substanzen. Now, head injuries. In the United States, number one cause of head injury is bicycles. Die häufigste Ursache von Kopfverletzungen in den USA sind Fahrradunfälle. And then boxing and American football. Boxen und die amerikanische Football-Version. But recent studies show that those who play football, aber soccer, einige Studien haben bewiesen, dass die Menschen, die Fußball spielen, the more they use their head to contact the ball, je mehr sie den Kopf benutzen, um Kopfbälle zu spielen, the greater cognitive decline later in life. Desto mehr haben sie später eine Einbuße des Denkprozesses. I can see some concerned looks. Ich sehe jetzt einige besorgte Blicke hier. Obviously, poor vascular health. Ein schlechter Zustand der Gefäße erhöht das Risiko. Diabetes natürlich. Diabetes doubles the risk for dementia. Diabetes verdoppelt das Risiko, an Demenz zu erkranken. Obesity we talked about. Western diet. Ein westlicher Ernährungsstil. High blood pressure. Even if you treat high blood pressure, you still have an increased risk. Auch wenn der Bluthochdruck behandelt wird, erhöht man das Risiko, an Demenz zu erkranken. Low intelligence. Ja, eine niedrige Intelligenz. And this has to do with the complexity of the neural circuits. If the neural circuits are more complex, then it takes longer to break them down. Das hängt mit den Gehirnschaltkreisen zusammen. Je komplexer diese Schaltkreise sind, desto länger dauert es auch, ehe sie zersetzt werden können. And often intelligence correlates with living a healthier and protected lifestyle. Intelligenz hat auch häufig damit zu tun, ob man einen gesunden und beschützten Lebensstil führt. And television increases risks because it slows neural connectivity, especially in the developmental years. Fernsehen erhöht Risiko von Demenz, besonders im Entwicklungsalter. And I want to clarify, that's theatrical television, not educational television. Und ich möchte hier klarstellen, dass es sich um dramatisches Fernsehen handelt, nicht um Dokumentarsendungen. Low cognitive stimuli. Niedrige kognitive Stimulierung. Again, it's not exercising the old saying, if you don't use it, you'll lose it. Das ist ein Sprichwort, was man nicht benutzt, wird man auch verlieren. And then depression. Und Depression. And depression through some of the mechanisms, particularly the longer it's not treated. Je länger eine Depression nicht behandelt wird, because it suppresses those neurotrophic factors. Unterdrückt es diese neurotropen Faktoren. And there's a connection between depression and inflammation. Und es gibt auch eine Verbindung zwischen der Depressionserkrankungen und Entzündungserkrankungen. With increased oxidative stress. Dadurch, dass der oxidative Stress erhöht wird. And post-traumatic stress disorder. Posttraumatische Belastungsstörungen. Social isolation. Soziale Isolation. And then psychological stressors of various kinds. Und auch psychologischer Stress der verschiedenen Art. And chronic sleep deprivation. Und chronischer Schlafentzug. So, prevention options for dementia. Was sind also die Vorsorgemöglichkeiten für Demenzerkrankungen? What can you do to protect yourself? Was kann man tun, um sich zu schützen? Well, almonds and vitamin C. Mandeln und Zufuhr von Vitamin C. This is free radical scavengers. Das sind Fänger von freien Radikalen. I do both of those every day. Ich esse beide jeden Tag. Methylfolate and B vitamins. Folsäure und B-Vitamine. Methylfolate Methylfolsäure is the metabolized version of folic acid. Ist die verstoffwechselte Version von Folsäure. And only the metabolized version can cross the blood-brain barrier and get into your brain.
Und nur diese Form kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden und in unserem Gehirn tatsächlich auch wirken. where it's required as a cofactor for the brain cells to make the various neurotransmitters. Und dort im Gehirn wird es benötigt als Kofaktor für verschiedene Transmitterproduktionen. 70% of people with depression 70% aller Menschen, die an Depressionen leiden, have a genetic mutation that runs in their family haben eine vererbte Mutation aus der Familiengeschichte, that prevents the body from metabolizing folic acid from food into L-methylfolate. und haben dann einen Defekt, der verhindert, dass L-Methylfolsäure in Folsäure verstoffwechselt werden kann. So even if they get it in their diet, it's still not getting to their brain. Auch wenn man es also zu sich nimmt, kommt es nicht bis zum Gehirn. And multiple studies have shown just taking L-methylfolate Und verschiedene Studien haben bewiesen, dass nur die Einnahme von L-Methylfolsäure for people who have depression but haven't responded to medication bei Patienten, die unter Depression leiden, aber nicht auf die Medikamente ansprechen, results in significant improvement in resolution of depression. die Einnahme also dieser Substanz L-Methylfolsäure führt zu einer Verbesserung der Depression. N-acetylcysteine, I already explained why, stabilizing mitochondrial membranes. Das Acetylcystein stabilisiert die Membran der Mitochondrien. Curcumin is an Indian spice. Kurkuma ist ein indisches Gewürz. And the reason this has actually been shown to be helpful is because it physically binds to amyloid protein and prevents it from coagulating in the brain. Dieser Stoff bindet an Amyloid und verhindert, dass das Amyloid im Gehirn Schaden anrichtet. Omega-3 fatty acids, I already explained. Omega-3-Fettsäuren habe ich schon erklärt. Physical exercise, we explained. Training, körperliche Bewegung. Pomegranate juice. Der Saft von Granatäpfeln. There was a study done at Loma Linda University Medical School. Die medizinische Universität von Loma Linda hat eine Studie durchgeführt, Where they had these genetically identical animals wo genetisch identische Tiere untersucht wurden, who were genetically altered to produce high amounts of amyloid deposits in their brain. die genetisch so manipuliert wurden, dass sie hohe Konzentrationen an Amyloid herstellen. And they randomized them to two groups, Und man hat sie in 2 Gruppen unterteilt, gave them the exact same diet, die gleiche Ernährung gegeben, except one group had the human equivalent of 8 ounces of pomegranate juice a day. nur eine dieser Tiergruppen hatte etwas, was einer Zufuhr von Granatapfelsaft gleichkommt. They brain biopsied the animals at the beginning of the study and 12 weeks later at the end of the study. Man hat die Gehirne dieser Tiere untersucht, am Anfang und am Ende dieser Studie. Not surprisingly, the animals without the pomegranate juice had higher concentrations of this toxic protein at the end of the study. Die Tiergruppe ohne Granatapfelsaft hatte höhere Konzentrationen von Amyloid aufgewiesen. Those with the pomegranate juice not only didn't have more, they had 50% less amyloid than when they started. Die Gruppe der Tiere mit Granatapfelsaft hatte sogar geschafft, das Amyloid zu reduzieren im Laufe dieser 12 Wochen. Now, human studies are going on looking at this right now. Zurzeit finden menschliche Studien zu diesem Thema statt. So I can't promise you this is proven in humans. Ich kann also nicht versprechen, dass das auch für Menschen gilt, But what's the danger in drinking a glass of juice a day? aber es besteht kein Risiko darin, ein Glas Granatapfelsaft jeden Tag zu trinken. I drink a glass of juice, of pomegranate juice every day. Ich trinke jeden Tag ein Glas dieses Saftes. Sleep stabilization, Schlafstabilisierung, mental activity, geistige Aktivität, all these things have been shown to be helpful to the brain. all diese Dinge sind sehr nützlich für das Gehirn. And then the rest of these I'm going to put up real quick. They're just investigational. In der Erforschung befinden sich diese Faktoren, die hier aufgeführt werden. So these are things they're looking at. They're hopeful, but we haven't had good proof that this is helpful yet. Das sind vielversprechende Dinge, aber sie sind erst in der Erforschungsphase. Okay, my dementia cocktail, what I do for my patients. Was tue ich für meine Demenzpatienten? The first is a medication, Das erste ist ein Medikament, and the second is a medication. das zweite auch. The rest of these things, the omega-3 fatty acids, vitamin E and C, vitamin E from food, Die nächsten Dinge, die hier aufgeführt sind, Omega-3-Fettsäuren, Vitamine aus der Ernährung,
The seriflumin NAC is L-methylfolate and N-acetylcysteine, the two things we talked about combined together. Dieses Cerefolin sind das L-Methylfolsäure und Acetylcystein. Darüber haben wir gesprochen.